Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil unseres Tutorials. Diesmal wollen wir uns anschauen, wie wir die Möglichkeiten der Oberfläche optimal für unsere Tagesaufgaben nutzen können und welche grundsätzlichen Funktionen das DMS bereithält. Die Dokumente liegen bei Bitfarm Archiv in den Archiven und werden durch eine Suche oder einfach die Auflistung des Inhalts in der Liste angezeigt. Das jeweils markierte Dokument wird mit seinen Seiten dargestellt und die erste bzw. markierte Seite füllt die Hauptansicht. Anwählen der Seiten über die Miniaturansicht oder die Werkzeugleiste, Zoomen mit dem Mausrad und Verschieben mit gedrückter Maustaste funktionieren intuitiv. Übrigens findet der Zoom dort statt, wo sich unser Mauspfeil befindet. Alternativ können wir über die Optionen auch einen Modus für das Blättern mit dem Mausrad einstellen. Dann müssen wir für die Zoom-Funktion die Steuerungstaste drücken. Über das Menü Ansicht oder die entsprechende Werkzeugleiste können wir verschiedene Bereiche auch ausschalten, wenn diese nicht benötigt werden, jeweils zugunsten einer größeren Dokumentenansicht. Die Suchoptionen mit der Dokumentenliste können außerdem durch Doppelklick auf den oberen Fensterrand ausgedockt und frei platziert werden. Ebenso dockt das Fenster auch wieder ein. Gleiches gilt für den Navigationsbereich. Auch das Dokument selbst können wir über die rechte Maustaste oder mit Steuerung N in einem separaten Fenster öffnen und zum Beispiel auf einen zweiten Bildschirm verschieben. Der Viewer merkt sich die Position und wird diese später auch automatisch wieder einnehmen. Für eine schnelle Ansicht benutzen wir alternativ auch über die Taste F11 bzw. Alt F11 den Lesemodus, den wir mit Escape wieder verlassen. Bitfarm Archiv bietet die Möglichkeit, am digitalen Dokument ähnlich wie auf einem Blatt Papier zu arbeiten. Die entsprechenden Werkzeugleisten werden über den zentralen Knopf Bearbeiten, den jeweiligen Knöpfen in den Dokumentenfenstern oder einfach mit der Taste F2 aktiviert. Einige elementare Funktionen stehen im oberen Werkzeugbereich zur Verfügung. Notwendigenfalls können wir so einzelne Seiten oder das ganze Dokument drehen oder begradigen. Für Arbeiten auf dem Dokument finden wir seitlich die entsprechenden Werkzeuge, wie zum Beispiel die klassischen Notizzettel in verschiedenen Farben. Diese werden mit der Maus in der gewünschten Größe aufgezogen und dann mit Text versehen. Außerdem gibt es freie Textwerkzeuge, Textmarker, Stifte, Pfeile und Linien. Die Linien werden übrigens so lange von Punkt zu Punkt geführt, bis wir einen Doppelklick ausführen. Neben den Standardwerkzeugen gibt es auch Stempel, die individuell definiert werden können. Das Menü zur Konfiguration findet sich auf dem Zahnradsymbol. Auch die Voreinstellungen der anderen Werkzeuge können hier angepasst werden. Möchten wir Änderungen an unseren Annotationen durchführen, müssen wir die betreffenden Elemente zunächst mit dem Selektionswerkzeug wählen. Dann können wir diese verschieben oder mit einem Doppelklick auf den Text abändern. Haben wir den Text markiert, findet sich auf der rechten Maustaste oder auch mit Steuerung F eine Auswahl für Schriftart, Größe und Farbe. Wir können auch Elemente kopieren und zum Beispiel auf anderen Seiten oder anderen Dokumenten einfügen. Dies funktioniert klassisch mit Steuerung C und Steuerung V. Zum Löschen von markierten Elementen verwenden wir die Entfernen-Taste. Haben wir unsere Aufgaben erledigt, bestätigen wir mit Speichern oder F2. Alternativ können wir mit Escape das Dokument auch ohne Änderungen verlassen. Ein Hinweis: Fahren wir mit der Maus über eine Annotation,
dann sehen wir in der Infozeile den Urheber. Eine hilfreiche Information, denn wir können ja nur unsere eigenen Annotationen verändern oder löschen. Die Annotationen bilden übrigens eine Art Folie, die nur über das Dokument gelegt wird und das Dokument selbst nicht verändert. Wir können jederzeit das Dokument auch ohne Annotationen anschauen. Während die Hauptfolie von allen berechtigten Benutzern einsehbar ist, existiert für jeden Benutzer zu jedem Dokument auch eine eigene private Folie. Diese kann zunächst nur von uns selbst eingesehen und bearbeitet werden. Über einen Klick auf den Funktionsknopf ist es jedoch möglich, weitere Benutzer auf diese Folie einzuladen. Ebenfalls als Folie verfügbar ist in manchen Archiven ein Briefpapier. Vor allem bei automatisch aus dem ERP in das DMS importierten Dokumenten kann es notwendig sein, vor der Ausgabe das passende Briefpapier hinzuzufügen. Übrigens, in der ausgegebenen Datei, in der Regel ein PDF, sind die Folien nicht mehr entfernbar. So können beispielsweise mit Hilfe von Notizzetteln bestimmte Informationen vor dem Empfänger verborgen werden. Auf der rechten Maustaste oder in der Menüleiste finden wir die Funktionen, mit denen wir Dokumente per Mail versenden, drucken oder in einem Windows-Ordner speichern können. Sind Annotationen sichtbar, werden wir zur Sicherheit gefragt, ob diese mit ausgegeben werden sollen. Schließlich soll der Personenkreis, dem wir ein Dokument zukommen lassen, nicht unbedingt unsere internen Vermerke zu einem Vorgang erfahren. Ein Tipp: Innerhalb der DMS-Nutzer unseres Unternehmens senden wir Dokumente am besten mit der Funktion Verknüpfung versenden. Der Empfänger kann dann über einen Hyperlink direkt auf das Dokument im DMS zugreifen. Dies bietet einen Mehrwert an Information und spart außerdem Speicherplatz. Mit der Funktion Dokument vormerken können wir nach und nach Dokumente sammeln, um sie anschließend in einer einzigen Mail zu versenden, gemeinsam zu speichern oder zu drucken. Im Falle von Outlook als Mailprogramm können aber auch Dokumente ohne diese Funktion nach und nach zu einer neuen E-Mail hinzugefügt werden. Auch anderweitig benötigen wir für unsere täglichen Aufgaben mehrere Dokumente parallel. Dazu können wir Dokumente in separaten Fenstern geöffnet halten und dann zwischen ihnen wechseln. Oder wir öffnen Dokumente als Tabs im Hauptfenster. Die Tastenkombination hierfür ist, wie bei einem Browser, STRG-T. Falls benötigt, erhalten wir die Fensteransicht über einen Doppelklick auf den Tab. Über das Menü Lesezeichen steht mit Dokument merken eine weitere, allgemeine Möglichkeit bereit, ein Dokument für die spätere Verwendung zu parken. Mit den entsprechenden Steuerungstasten kann so auch schnell per Tastatur zwischen den Dokumenten gewechselt werden. Last but not least können Dokumente oder auch einzelne Seiten an den sogenannten Arbeitsplatz gesendet werden. Über einen Doppelklick auf den Bereichskopf oder mit der Tastenkombination Alt 5 erreichen wir unsere dort angelegte Dokumentensammlung. Diese bleibt, im Unterschied zu den anderen genannten Organisationsmöglichkeiten, auch nach Schließen des Programms erhalten, sodass wir zum Beispiel am nächsten Tag unsere Arbeit fortsetzen können. Beim Arbeitsplatz geht es unter anderem auch um die Vorbereitung von Dokumenten zur Ausgabe, also zum Drucken, E-Mail-Versand oder Speichern. Hier ist es möglich, mehrere Dokumente oder auch nur einzelne Seiten zu einem neuen Dokument anzuordnen und dieses dann weiterzugeben. Dazu können wir Seiten aus der Miniaturansicht herausziehen, diese auf einem vorhandenen Stapel ablegen oder einen neuen Stapel erzeugen. Am besten gelingt dies, wenn wir das Dokument zuvor in einem separaten Fenster öffnen. Innerhalb eines Stapels kann natürlich auch sortiert werden.
Aber Achtung, so erzeugte neue Dokumente sind nicht archiviert, sondern nur in unserem Arbeitsplatz vorhanden, bis wir sie dort wieder löschen. Ein Stern symbolisiert dies. Wollen wir sie archivieren, senden wir sie an den Importer. Mit diesem werden wir uns noch gesondert befassen. Haben wir bereits archivierte Dokumente und nicht nur eine Kopie bzw. Seiten auf dem Arbeitsplatz abgelegt, dann ist mit STRG U oder der rechten Maustaste zum Ursprungsarchiv wechseln der Sprung in den Bereich Lager und Archive und damit zum Kontext des Dokuments möglich. Probieren Sie es einmal aus. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.